Hallo Retro-Freunde! In meinem heutigen Video gibt es wieder jede Menge Vintage- und Retro-Stuff satt. Ja, ich war auf dem Flohmarkt, ich habe bei eBay eingekauft und habe vielleicht noch das ein oder andere im lokalen Geschäft gefunden. Also seid gespannt, es gibt eine mega Folge. Holt euch was zu trinken, holt euch was zum Knabbern, lehnt euch zurück und genießt die neue Folge mit mir. Ja, bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja Leute, wie am Anfang erwähnt, ich habe verschiedene neue Funde gemacht. Ja, und ich möchte anfangen mit meinen eBay-Funden. Ich habe mal wieder was auf eBay gekauft, das mache ich eigentlich relativ selten, ja, weil ich ein bisschen von eBay halt abgekommen bin, weil ich da ja auch schon mal wieder, die letzten Erfahrungen waren alle nicht ganz so doll, lassen wir es mal so stehen. Ja, aber diesmal konnte ich nicht Nein sagen. Ich habe was geholt und das ist für mich sofort ein Highlight und das möchte ich euch als erstes präsentieren. Und zwar habe ich von Alf, dem Außerirdischen, eine Hörspiel-CD auf eBay gefunden, habe die geschossen. Ja, und da ist das Folge 4. Ja, ich habe bisher keine CDs, ich habe die Folgen alle nur auf Kassette gehabt. Und Anfang der 2000er, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, Anfang der 2000er, 2002, hat, ja, was ist es, Karussell? Genau, ist es Karussell, hat 4 CDs, ich meine, es waren 4 CDs rausgebracht von Alf und das Kuriose ist, es sind die letzten Folgen, die da rausgebracht haben, ja, die auf Kassette als letztes kamen oder auch die letzten Folgen aus der Serie waren, ja, haben die jetzt auf CD neu veröffentlicht und ich habe jetzt hier Folge 4 und zwar sind das 2 Folgen auf der CD, es sind Umzugsfreuden und Die Entscheidung, also die letzte Folge aus der Alf-Serie, die mir persönlich damals nicht gefallen hat, die mich mit einem Schock zurückgelassen hat, die ich auch auf Kassette, ich glaube das ist Kassette Nummer 43, das ist die letzte, die halt teilweise für 50 oder teilweise sogar dreistelligen Betrag gehandelt wird, was ich utopisch finde, ja. Habe ich nicht, ja. Ich habe, glaube die ersten 40 Kassetten habe ich von Alf alle noch aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, ja, die ich früher alle bekommen und zusammengesammelt habe. Die letzten 3 gab es dann irgendwie nicht mehr, ja, vielleicht habe ich da keinen Bock mehr drauf gehabt, was auch immer. Ja, und ich werde mir die aber auch nicht zu diesen Preisen holen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich diese CD gefunden und die CD hat mich, jetzt haltet euch fest, 6 € auf eBay gekostet, inklusive Versand. Ja, ich habe die Preise gesehen, also die Dinger sind gar nicht so günstig, ja, die gehen auch schon teilweise zweistellig weg, ja, und ich finde es total klasse. Die CD ist in einem Top-Zustand, es sind keinerlei Kratzer, es sind keine Schlieren drauf. Ja, ich zeige euch hier nochmal das Inlay. Ja, von diesen beiden Folgen, das sind die letzten Folgen, wie gesagt, Umzugsfreuden und dann, wie gesagt, Die Entscheidung. Die Entscheidung, hier hinten steht auf dem Text, auf dem Klappentext: Endlich hat Alf Funkkontakt mit einem melmarkanischen Raumschiff. Seine Freunde Skip und Rhonda wollen ihn abholen. Alf nimmt Abschied von den Tenners und begibt sich zum Treffpunkt. Wird es klappen? Die 80er Jahre Kinder oder die Fans von Alf wissen, es wird nicht klappen. Spoiler. Ja, und deswegen, und damit hat die Serie geendet und das ist für mich die schlimmste das Serienfinale, Serienende, was ich jemals gesehen habe. Ja, es ist meine absolute Lieblings-Comedy-Serie aus den 80ern, Alf der Außerirdische. Ich kann die Texte auswendig, ja, aber die letzte Folge ist eine, die ich glaube ich nur 1- oder 2-mal gesehen habe, weil ich es mir einfach nicht angucken kann. Aber jetzt habe ich es auf CD, ja, Kassette nicht, aber auf CD. Ich finde es richtig klasse und für den Preis, da musste ich zuschlagen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Sammelt ihr auch Alf-Sachen? Ja, und wie findet ihr, dass das Ganze auf CD gibt? Wusstet ihr das? Ja, und was sagt ihr vor allem zu den Kassettenpreisen von den letzten Kassetten? Das ist ja Wahnsinn. Der nächste eBay-Fund, es sind Toys, ja, Spielzeug aus den 80ern, OVP. Ich habe, mal gucken, ob ihr das kennt. Jetzt bin ich gespannt auf euer Fachwissen. Ich habe 2 Figuren bekommen, und zwar 2 Figuren aus der Serie Black Star. Ja, Black Star war eine Fantasy-Serie aus dem Hause Filmation. Ja, Filmation, jedem bekannt, ja, die haben die Masters of the Universe-Serie rausgebracht, die haben Bravestar rausgebracht, etc. Und bevor sie Masters und Bravestar draußen hatten, haben sie unter anderem Black Star rausgebracht. Black Star war eine 13-teilige, ich muss jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, aber ich glaube eine 13-teilige Cartoon-Reihe, die relativ schnell wieder eingestellt worden ist, weil sie keinen Erfolg hatte.
Und als sie dann Masters rausgebracht haben und die Figuren halt der Hit waren, dann haben sie da nochmal nachgelegt und haben Blackstar Figuren rausgebracht. Die Figuren sind auch nicht so gut gelaufen. Ja, die wollten halt im Fahrwasser von den Masters schwimmen. Hat nicht so ganz geklappt, aber ich finde diese Figuren richtig toll. Die sind von der Firma Galoob, ja, also nicht von Mattel, sondern von Galoob und sind aus dem Jahr 1983. Ja, und ich habe beide OVP bekommen. Ja, die Blister sind ein bisschen gelblich. Ja, ich habe hier den Drobbit, den Pulo. Ja, wenn man das sehen kann, der ist noch OVP, der sieht top aus. Ja, die Karte auch super in Ordnung, von 1983. Und ich habe den Drobbit Terra. Ja, bei dem Terra ist leider das Problem. Das war nicht so vor dem Versand. Ja, ich habe auch Bilder von dem Verkäufer bekommen oder gesehen. Ist leider hier der Blister, hat einen Riss. Ja, bei diesem alten Plastik, die sind von 1983, die Figuren. Das ist wahrscheinlich auf dem Versandweg passiert. Da mache ich dem Verkäufer gar keinen Vorwurf. Die waren wirklich super eingepackt. Ja, aber trotzdem hat der einen Riss drin. Ich finde es jetzt nicht ganz so, natürlich ist es ärgerlich, aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt reklamiert hätte oder sowas. Ich meine, ich weiß, was mich da erwartet, wenn ich so Sachen mit der Post hin und her schicke. Ja, ich finde es richtig klasse. Der Blister, der knackt echt schon, wenn ich ihn anfasse. Ich glaube, ich fasse den gar nicht mehr an. Ja, diese Drobbits, das sind wie sagt man so ein Zwischending aus Troll und Hobbit. Wer hätte es gedacht? Ja, und sind halt Weggefährten oder Freunde, Bekannte von dem Titelhelden, von diesem Blackstar. Ja, der Kerl hier, der auf dem Drachen hier reitet. Und der Blackstar ist ein Astronaut aus der heutigen Zeit, der halt irgendwie durch, glaube ich, ein schwarzes Loch, ein Wurmloch oder sowas in diese Welt von mystischen Wesen, Monstern und sowas geschleudert wird und dort halt gegen das Böse kämpft. Ja, ich finde es eine tolle Serie. Ich habe auch noch ein paar lose Figuren davon. Zwar nicht alle oder nicht viele, ja, aber wenn ich da was finde, dann hole ich mir die und diese Figuren haben jeweils 50 Euro gekostet. Das heißt, ich habe für beide zusammen, glaube ich, 105 Euro inklusive Versand bezahlt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das teuer findet, ob ihr das halt ein Schnäppchen findet. Ja, das interessiert mich wieder. Ja, der nächste eBay-Fund, ich habe noch einen eBay-Fund oder einen eBay-Kauf, besser gesagt, getätigt, sind Comics. Ich habe mir 2 Comics zugelegt und zwar aus der Serie Mask oder Mask. Ja, 2 Comics. Ich habe hier den Comic Nummer 12 und ich habe den Comic Nummer 13 bekommen. Ja, die habe ich bei einem, ja, nicht Händler, beim Privatmann, ja, ganz normal drauf geboten. Ja, die Comics sind ausgelaufen. Ich habe pro Comic 3 Euro bezahlt. Ja, also 6 Euro für die beiden plus 1,55 Versand, 7,55 Euro für die beiden Comics. Und das war es mir wert, denn ich sammle Comics aus den 80ern, ich sammle Masters, Mask, Bravestar etc. Ja, und diese Comics hier, Leute, sind in einem top neuwertigen Zustand. Ja. Da ist überhaupt nichts drin. Ja, da ist nichts bemalt, da ist nichts ausgemalt, da ist kein Eselsohr drin. Die Dinger sind top. Ja, und ich habe gerade beim Durchblättern hier gesehen, da ist natürlich auch meine Favorite Toyline wieder dabei. Hier ist ein Inserat für einen Bravestar Comic. Ja, und auch hier auf dem zweiten Comic auf der Rückseite ist wieder eine Anzeige für Bravestar, für die Europa-Hörspiele. Und hier haben wir Bravestar und 3030, die Actionfiguren. Ja, ich finde das klasse. Ich finde diese Comics aus den 80ern, aus Mitte, Ende der 80er, ich finde die so toll. Ja, wie gesagt, hier ist es alles im einwandfreien Zustand. Es ist nichts bekritzelt, keine Eselsohren. Finde ich richtig klasse. Und wie gesagt, für 3 Euro pro Comic konnte ich da nicht Nein sagen. So, als nächstes war ich mal wieder bei uns im örtlichen, oder ich war nicht im, aber ich war am örtlichen Bücherschrank und ich habe jetzt, ja, ich bin 2-3 Mal da gewesen, ja, immer wenn ich da mal vorbeilaufe, gucke ich da mal rein und jetzt hat sich schon wieder was angesammelt und ich dachte mir, das zeige ich euch einfach mal schnell. Ja, ich sammle ja Bücher und zwar habe ich einmal gefunden das Schlosstrio Folge 15, ja, Alarm in den Alpen, das Schlosstrio. Finde ich eine tolle Bücherserie, ist ähnlich wie TKKG, wie die 3 Fragezeichen, wie 5 Freunde, aber ist eine deutsche Serie, ja, das ist aus Hamburg oder es spielt halt alles in Hamburg und Umgebung. Jetzt hier sind sie halt in den Alpen. Ja, es gab auch eine Europa-Hörspiel-Kassettenreihe von, ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren. Ja, es waren nicht ganz so viele.
Die habe ich früher nicht gehabt, die Hörspiele. Ja, habe jetzt auch 1, 2, 3 Stück in der Sammlung. Aber ich habe mit den Büchern zuerst angefangen und wie ich das Hörspiel das erste Mal gehört habe, die Hörspiele sind halt nach den Büchern vertont worden. Ja, muss ich sagen, die Hörspiele gefallen mir nicht wirklich so. Ich finde die Stimmen unpassend, weil ich habe zuerst die Bücher gelesen und dann habe ich meine eigenen Stimmen im Kopf. Ja, ich habe Stimmen im Kopf, die ja, wie sich die Leute halt anhören sollten, ja, und wie ich die Hörspiele gehört habe, war das dann auf einmal was ganz anderes, ja. Ein weiteres Schloss-Trio-Buch für meine Sammlung. Das weitere Buch, was ich gefunden habe, ist was ganz Tolles für mich, das hat mich richtig gefreut, und zwar ein Buch von Bonanza. Ja, Bonanza, die Western-Serie schlechthin, ja, die Familie Cartwright, alles Kerle da, ja, mit dem Hopsing, mit dem Koch auf der Ponderosa Ranch. Hier sind ganz viele Bücher sage ich natürlich, ja, ganz viele Bücher. Hier sind ganz viele Bilder drin. Das Buch ist von 1975, ja, und es ist echt in einem tadellosen Zustand. Ja, hier ist der gute Ben Cartwright, ja, der Lorne Greene, ja, in seiner Rolle neben Kampfstern Galactica halt, meine Favorite von ihm, ja, hier nochmal auf seinem Pferd. Ja, ich finde es total klasse, das Buch, und das wandert halt auch so in meine Sammlung. Des Weiteren habe ich 3 Bücher von der, ja, von den Schreckenstein-Jungs, von dem Burg Schreckenstein, mitgenommen, von Schneider Buch. Ich finde ja diese alten Schneider-Kinderbücher richtig klasse. Ja, und die haben mir alle 3 noch gefehlt. Und wie ihr seht, die sind in einem tadellosen Zustand. Ja, da gab es ja auch Hörspiele von. Ja, die Bücher finde ich nach wie vor richtig toll, und diese 3 wandern auch in meine Sammlung. Schnüffler auf Burg Schreckenstein, Dicke Luft auf Burg Schreckenstein und der Zauberer von Burg Schreckenstein. Finde ich richtig, richtig toll. Ja. Des Weiteren noch ein Schneider-Buch gefunden, und das hat mich auch wahnsinnig gefreut. Ja, und zwar ein Commander Perkins Buch. Kennt ihr das? Auch Schneider, wie gesagt. Ja, es gab eine Hörspielserie von 6 oder 9, oh Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Folgen von Europa. Ja, Commander Perkins, ja, auf Schallplatte damals, ja, und auf Kassette. Und das sind halt die Bücher davon. Ich finde es richtig klasse. Hier steht noch hier unten H.G. Francisco, das ist H.G. Francis, ja, also auch das sollte jedem Hörspiel-Fan ein Begriff sein. Ja, und das Buch auch wieder hier, die sind top, da ist nichts reingeschrieben, dieses Buch gehört, gab es ja dann immer und geschenkt von und so weiter, ja, ist nichts reingeschrieben, Top-Zustand, wandert so in meine Sammlung. Und das letzte war mal wieder was zum Durchblättern, und zwar ein lustiges Taschenbuch. Das habe ich mir mitgenommen, weil das hat mich jetzt wieder an die Kindheit erinnert. Das hatte ich früher selbst von meinen Brüdern bekommen, dann war es irgendwann weg. Und das ist auch in einem Top-Zustand. Ja, lustige Taschenbücher neigen ja dazu, hier aus dem Leim zu gehen, ja, wie viele von diesen alten 80er, 70er Jahre Taschenbüchern etc. Ja, und das ist noch einwandfrei, das ist feste, ja, da ist nichts locker und so weiter. Das habe ich mir dann auch noch mitgenommen. Ja, Leute, dann war ich mal wieder auf dem Flohmarkt. Und auf dem Flohmarkt habe ich auch tolle Sachen gefunden. Und zwar als erstes möchte ich mir mal hochhalten. Das ist wieder eine Kindheitserinnerung. Ja, ich habe hier diese Mickey Maus gefunden. Kennt die jemand von euch? Ich habe sie früher gehabt. Ich habe sie mir vor ein paar Jahren relativ teuer auf eBay schon mal gekauft, weil ich es halt unbedingt wieder haben wollte, weil ich die halt früher als Kind gehabt habe. Denn das ist eine Spardose. Seht ihr hier hinten? Das ist eine Spardose. Hier unten ist so ein Gummifropfen, den kann ich rausmachen, da kann ich das Geld rausholen. Ja, ich kann den Arm bewegen. Und diese Mickey Maus habe ich früher gehabt. Wie gesagt, habe sie jetzt auch wieder, weil ich sie schon auf eBay damals vor ein paar Jahren für 8, 9, 10 Euro oder irgendwas plus Versand gekauft habe, weil ich wollte sie unbedingt haben. Ja, die habe ich jetzt auf dem Flohmarkt gefunden, habe sie für 1,50 Euro mitgenommen. Ja, 1,50 Euro. Die Dame hat gesagt, geben Sie mir 1,50 Euro. Wahrscheinlich hat sie darauf gehofft oder hat sie darauf tendiert, dass ich dann sage, komm, ich mache 1 Euro. Aber wenn die Leute mir sympathisch sind, ja, und wenn der Preis stimmt, dann sage ich nicht, hier, komm, ich will jetzt 1 Euro geben oder geben Sie mir das für 50 Cent oder so. Ja, die wollten 1,50 Euro haben, das war sie mir wert. Jetzt habe ich sie zweimal, man weiß ja nie, was passiert. Ja, das ist eine echte Kindheitserinnerung von mir. Ja, der nächste Fund, den habe ich an einem Stand gemacht, wo ja ein älterer Herr war. Der hatte auch ein paar Comics und so weiter da liegen. Und unter anderem hatte er dann auch einen Alf-Comic
Ja, ein Alf-Comic in einem wunderbar schönen Zustand. Ja, Alf-Comic Nummer 5. Er hat hier so einen ganz kleinen Knick hier hinten drin. Ja, von Bastei. Und das Schöne ist halt hier auch, das Poster ist noch drin. Ja, ist das nicht toll? Ja, ist das nicht klasse hier? Ja, das Heftchen hat mich 50 Cent gekostet. Ja, er hat auch von Anfang an gesagt, hier alles, was da liegt, 50 Cent. Und es war nichts sonst Gescheites für mich dabei. Ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie was kaufen, nur weil es günstig ist. Aber das Heftchen hat mich gefreut. Das ist auch wieder dann eine Ergänzung zu meiner Alf-Comic-Sammlung. Ja, und dann habe ich Musik und Hörspiele gefunden. Ich sammle ja Schallplatten, ja, sowohl Hörspiele als auch Musik. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich gefunden habe. Ich habe für 50 Cent mitgenommen ein Europa-Hörspiel, und zwar Ivanhoe. Ja, ein Ritterhörspiel aus den 70ern mit so Stimmen wie Klaus Wilke, mit Hans Klarin, dem Pumuckl-Sprecher und so weiter. Ich finde es richtig toll. Ja, die Platte ist in einem neuwertigen Zustand. Das ist bei Hörspielen immer relativ selten bei alten Hörspielen, weil die halt durch Kinderhände gegangen sind, und somit sehen halt die Platten dann meistens auch aus. Das hier hat einen, ja, ich will fast sagen, neuwertigen Zustand. Finde ich richtig toll. So, Musik aus den 70er, 80ern. Jetzt kommen die Musikfreaks mal auf ihre Kosten. Ich habe gefunden eine Platte von Journey. Journey ist eine Kultband aus den, oh Gott, auf jeden Fall Hochzeit in den 70ern, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob sie auch schon eventuell Ende der 60er waren. Die Platte ist von 78. Journey ist eine meiner Lieblingsbands. Ja, da habe ich ein richtig tolles Lied, was eins meiner Lieblingslieder ist, ja, von dieser Band. Und ich finde das richtig klasse. Hier ist Wheel in the Sky zum Beispiel drauf. Wenn ihr ein bisschen Musik, euch mit Musik auskennt, dann solltet ihr eigentlich Journey, ja, kennen. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Dann bin ich ein Fan der Neuen Deutschen Welle, wie ihr wisst. Und da habe ich auch eine Platte gefunden. Und zwar ist das hier Cosa Rosa. Ja, Cosa Rosa mit der Platte Traumstation. Ja, die ist gar nicht mehr so selten. Die geht auf Discogs und so weiter halt auch schon für einen Zehner weg. Ja, achso, die Journey habe ich für einen Euro mitgenommen. Ja, die Cosa Rosa hier habe ich jetzt für 50 Cent mitgenommen. Auch hier Top-Zustand der Platte. Ja, einwandfrei, kein Kratzer, keine Schlieren, nichts. Des Weiteren für 50 Cent. Ja, OMD. OMD muss ich hoffentlich auch nichts mehr zu sagen. Kultband aus den 80ern. Ja, so viele tolle Lieder gemacht, ja, auch bis in die 90er rein. Ich glaube, die gibt es immer noch, ja, aber Hochzeit war halt auch in den 80er Jahren. Eine OMD-Platte. Dann eine Platte von Black. Ja, Black hat, wenn euch das nichts sagt, ist Mitte der 80er, die Platte ist von 87. Und das bekannteste Lied wohl von Black ist Wonderful Life. Ja, wer das nicht kennt, einfach mal Black und Wonderful Life googeln. Sobald ihr die ersten Klänge hört, kennt ihr das Lied, bin ich mir hundertprozentig sicher. Des Weiteren eine Musik von Glass Tiger, oder eine Schallplatte von Glass Tiger, auch aus Ende der 80er, 88. Ja, die haben auch viele tolle Lieder gemacht. Glass Tiger ist so eine Mischung aus, oh Gott, ich weiß es nicht, aus Bon Jovi und Europe und was halt auch alles da gab. Halt diese langhaarigen Sänger, die so ein bisschen auf hart gemacht haben, aber eigentlich halt relativ weiche Lieder gespielt haben. Glass Tiger, alles 50 Cent. Ja, jetzt kommen ein paar Soundtracks, die ich mir geholt habe, auch 50 Cent für den Stand By Me Soundtrack. Ja, Stand By Me, klasse Film, ja, nach einer Verfilmung von Stephen King. Ja, die gucke ich eigentlich meist einmal im Jahr mindestens, diesen Film. Ich finde den halt einfach toll. Auch hier, die Hülle hat hier so einen kleinen Wasserschaden, irgendwie sowas, aber die Platte auch einwandfreier Zustand für 50 Cent mitgenommen. Dann haben wir hier Falcon and Snowman, der Falke und der Schneemann heißt der auch auf Deutsch. Ist auch wieder ein Film aus den 80ern, von Mitte der 80er, glaube 85, mit Timothy Hutton und Sean Penn. Ja, da geht es um, ja, so Jugendliche, die halt irgendwie, ich glaube, das ist FBI oder CIA oder irgendwie sowas mit verstrickt werden. Ja, habe ich lange nicht mehr gesehen, müsste ich mal wieder angucken. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Soundtrack dazu. Ein weiterer Soundtrack zu einem Musikfilm, Absolute Beginners. Ja, wer den kennt, ja, David Bowie natürlich, das Titellied, ja, wer kennt es nicht? Ja, auch da, wenn ihr das nicht kennt, googeln, YouTube anmachen, was auch immer, und das Lied kennt ihr ganz bestimmt. Ja, auch die hier 50 Cent.
Und dann sammle ich skurrile Schallplatten. Ja, also da kenne ich vielleicht die Musik gar nicht so oder was auch immer, aber ich finde halt das Cover zum Beispiel richtig klasse. Und was ich mir dann auch wieder für einen 50 Cent mitgenommen habe, ist This is Telly Savalas. Ja, Telly Savalas, wer kennt ihn nicht? Kojak, ja, mit seinem Lollipop im Mund immer rumlutschen, ja. Und Telly Savalas hat auch Musik gemacht. Ja, das war mir gar nicht so bewusst. Aber auch hier die Platte sieht top aus, ja, auch in Top-Zustand. Die wollte ich mir einfach holen, weil halt Telly Savalas Musik gemacht hat. Und das letzte, was ich mir geholt habe, die hat mich 2 Euro gekostet. Es ist eine 3er Schallplatten-Box. Ja, es ist Hörspiele. Und zwar ist das die Reise in das Mohrenland. Ja, kennt das jemand? Diesen Sarotti-Moor? Ja, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt oder ob man das jetzt heute gar nicht mehr sagen darf oder zeigen darf. Ja, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, die Platte war da. Da ist drauf der kleine Muck, das Zauberpferd und Alibaba und die 40 Räuber. Es sind 3 Schallplatten. Ja, man kann es aufklappen. Ja, dann ist hier noch so ein kleines Spiel mit dabei. Ja, finde ich richtig toll. Ja, und hier, das klappe ich hier auf und hier habe ich die Schallplatten drunter. Wie gesagt, für den Preis konnte ich da nicht Nein sagen. Das ist so eine, ja, eine Art Werbeschallplatte, ja, von Sarotti. Steht nochmal hier hinten drauf. Ja, wenn ihr es seht, finde ich richtig klasse und die musste ich mir einfach mitnehmen. Ja, als nächstes, ja, was soll ich sagen? Ich habe einen ganz tollen Arbeitskollegen, den Thomas. Thomas, Grüße an dich. Ja, den kenne ich schon seit der Grundschule. Ja, der hat mich auch zur ein oder anderen Arbeitsstelle geholt, ja, wo ich arbeite oder wo ich auch jetzt arbeite, hat er mich hingeholt. Und wir arbeiten da zusammen. Und er ist ein Jugendfreund von mir, kann man sagen. Ja, und seine Eltern räumen immer mal hier und da den Dachboden auf. Ja, und fragen ihn dann immer, hier, kann mir das wegschmeißen oder kann das weg oder willst du das haben? Und er schickt mir dann meistens Bilder und sagt, ja, guck mal, willst du das haben? Ich bring's dir mit und so weiter, hab Spaß dran, ja, bevor wir es halt wegschmeißen. Und es war wieder soweit, er hat wieder eine kleine Tüte mitgebracht und dabei hatte er einen Sony Discman, ja, für den er keine Verwendung mehr hat. Ja, ich habe ihn ausprobiert, funktioniert einwandfrei, Batteriefach nicht ausgelaufen. Ja, kann ich auch mal wieder CDs, ein paar Hörspiel-CDs habe ich ja noch, ein paar Musik-CDs auch mal unterwegs hören. Ja, finde ich total klasse. Ja, des Weiteren hat er mir ein Buch mitgebracht. Ja, auch das habe ich gesagt, das nehme ich gerne, ein Alf-Buch. Hier ist zwar vorne so ein kleiner Aufkleber drauf, ich muss mal gucken, ob ich den wegkriege. Ansonsten sehr schön, ich habe schon einige Alf-Bücher. Ja, das hatte ich jetzt noch nicht gehabt, beziehungsweise es gibt dieses Buch entweder von verschiedenen Verlagen oder mit verschiedenen Titeln. Ja, ich habe das Buch mit einem Fotocover und das Gleiche gibt es auch immer noch mal mit einem gezeichneten Cover. Und jetzt habe ich halt auch das erste mit einem gezeichneten Cover. Und was er mir noch mitgebracht hat, das hat mich auch sehr gefreut, ein Asterix und Obelix Comic. Ja, Asterix und Obelix auf Kreuzfahrt. Hat damals schon 7,80 Mark gekostet. 7,80 Mark, das war ein Haufen Geld für ein Comicheft. Ja? Und ich will gerade mal gucken, das ist Band 30. Und das ist von Erstauflage 1996. Also es ist alt, aber doch gar nicht so alt, wie ich dachte. Ja, aber auch hier Top-Zustand, keine Knicke, nichts vergilbt großartig. Ja? Finde ich richtig klasse. Ja Leute, und zuletzt war ich noch mal einkaufen. Ja, und zwar, ich gehe auch manchmal ganz normal in ein Geschäft einkaufen und wir fahren ab und zu gerne mal zum Action. Sagt euch das was? Ja, Action ist so eine Kette. Ja, ich glaube, das sind Holländer, das ist ein holländische, ja, nicht Kaufhaus, aber so, ich will auch nicht sagen Ramschladen, aber halt eine Kette, wo es halt günstige Sachen gibt. Ja, so ähnlich wie Teddy oder irgendwie sowas wie ein 1-Euro-Laden, aber es gibt halt nicht nur 1-Euro-Sachen, sondern auch teurere Sachen. Ja, und ich habe da was gekauft, damit kann ich jetzt noch besser frühstücken. Ja, und zwar habe ich Tassen gekauft. Man kann eigentlich nie genug Tassen haben. Ich habe hier eine Kellogg's Smacks Tasse mit dem Retro Kellogg's Smacks Logo und eine Frosties Tasse mit dem Original Frosties Logo drauf. Ja, die Tassen haben, es steht gar nicht drauf, aber ich glaube, die Tasse hat 1,50 Euro jeweils gekostet. Ja, finde ich richtig toll. Ja, die habe ich mir mitgenommen, die konnte ich nicht stehen lassen. Und genauso habe ich auch noch hier, damit ich auch keinen Dreck mache, ja, nochmal diese Untersetzer mitgenommen. Dasselbe, einmal Frosties, einmal Kellogg's Smacks. Hallo, Kellogg's Smacks. Ja, die haben mich jeweils, glaube ich, 1 Euro oder 60 Cent oder irgendwie sowas gekostet. Auch das
konnte ich nicht stehen lassen, das konnte ich nicht, dem konnte ich nicht widerstehen. Die liegen jetzt hier auf meinem Tischchen und die Tasse steht dabei und ich kann jetzt, ja, unvorsichtig sein und ruhig krümmeln. Ja, das Teil hier fängt auf und kann hier ruhig meinen Kaffee schlürfen oder meinen Tee oder was auch immer. Ja, und das andere, was ich noch bekommen habe, das habe ich geschenkt bekommen. Das packe ich jetzt mal kurz, hört ihr es? Packe ich jetzt mal kurz nach vorne. Und zwar gibt es von von Haribo Super Mario Tüten. Ja, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich habe hier die Tüte mit den Super Mario Standard Gummibärchen bekommen. Ich habe die sauren, da steht es, die sauren Gummibärchen von Super Mario bekommen. Und ich habe die, für alle Veganer, die Veggie-Gummibärchen von Super Mario bekommen. Hat mich sehr gefreut. Steht ja auch, irgendwo steht auch drauf, die sind nur für kurze Zeit. Ach, da steht's. Hier, nur für kurze Zeit erhältlich. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Ja, vielleicht irgendwo im ganz normalen Supermarkt oder was auch immer. Kann ich gar nicht sagen. Ich habe sie gar nicht irgendwo gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sie gibt. Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich die jetzt hier habe und den einen oder anderen Super Mario vernaschen kann. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Das waren meine Funde von Flohmarkt, vom Bücherschrank, von Freunden, was ich geschenkt bekommen habe. Ich war auch mal selbst einkaufen und bei eBay war ich auch erfolgreich. Jetzt seid ihr dran. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr das Video? Wie findet ihr die Funde? Hättet ihr die Sachen auch gekauft? Hättet ihr sie stehen lassen? Ja, es interessiert mich. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ich freue mich über jeden Daumen hoch, ich freue mich über jeden Kommentar, ich beantworte jeden Kommentar. Und wie gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video, euer Retro Rauner.